Willkommen zurück zu Let's Build a Compiler mit einem neuen Startbild mit anklickbarem Inhaltsverzeichnis. Findet ihr das hilfreich? Schreibt es mir in die Kommentare. In dieser Folge werden wir unseren Test auf Windows zum Laufen bringen, unserer Sprache eine explizite Println-Funktion beibringen, Whitespaces überspringen und mehrere Befehle auf Mal erlauben. Als erstes werden wir eine kleine Unschönheit aus letzter Folge beseitigen. Und zwar habe ich hier in letzter Folge für den Zeilenumbruch einfach \n genommen für einen Line-Feed. Das ist auf Unix-Systemen auch alles super, aber auf Windows funktioniert das nicht, denn auf Windows ist der Line-Separator \r\n. Um das jetzt zu beheben, sodass es auch auf Windows funktioniert, nehmen wir den hier weg und schreiben stattdessen system.line_separator. Und natürlich das gleiche auch in der Zeile darunter. Als nächstes wollen wir unsere Sprache mächtiger machen, damit wir mehr damit anstellen können, als nur eine Zahl auszugeben. Zum Beispiel könnten wir einbauen, dass wir auch 2 Zahlen ausgeben können. Welch ein Fortschritt! Es gibt natürlich eine Menge Möglichkeiten, wie man eine Sprache in diese Richtung designen kann. Ihr könnt gerne euch in den Kommentaren dazu beteiligen, welche Ideen und Wünsche ihr habt, was ich hier einbaue. Wenn ihr nichts schreibt, dann wird es irgendwas, was ein bisschen in die Richtung von C geht oder so einer C-artigen Sprache, so eine Mischung aus C, Java und so weiter. Und ich baue dann jetzt hier als erstes mal eine Funktion Println ein, die unsere bisherige implizite Ausgabe ersetzt. Dann schreiben wir hier einfach Println und hier auch. Das sind unsere bisherigen Beispiele. Und jetzt möchte ich natürlich auch, dass es mit mehreren Printlines funktioniert. Also kopiere ich eins dieser Beispiele, vereinfache es ein bisschen, denn wir wollen jetzt hier in dem Beispiel nicht testen, dass die Rechnung auch noch funktioniert, sondern nur, dass mehrere Println-Befehle funktionieren. Ihr solltet eure Testfälle immer so einfach wie möglich gestalten und lieber mehr Testfälle schreiben, damit ihr einfacher identifizieren könnt, wenn einer nicht funktioniert, wo eigentlich das Problem liegt. Jetzt habe ich hier 1 und 2, das heißt auch unsere Ausgabe müsste 1 und 2 enthalten, jeweils mit Zeilenumbruch dahinter. Dann speichern wir das und führen den Test einmal aus und sehen uns an, was dabei rauskommt. Wie ihr seht, am Anfang gibt es von Antler einige Token Recognition Errors. Die kommen daher, dass dieses Println und die Klammern hier nicht erkannt werden. Was macht Antler, wenn es auf sowas trifft? Es ignoriert diese Zeichen und geht einfach weiter. Das bedeutet, für Antler steht danach, nach dem Parsen und nachdem es diese ganzen Teile hier ignoriert hat, immer noch 1 plus 2 da oder 1 plus 42 und so weiter. Wenn wir uns das jetzt anschauen, was das für die Ausgabe bedeutet, dann sehen wir, dass unsere ersten beiden Testfälle, also diese beiden Testfälle hier, immer noch gepasst haben. Klar, weil Antler hat jetzt geflissen das Println hier ignoriert. Unser neuer Testfall allerdings geht schief, denn der hört hier nach der 1 auf und macht hiermit nicht weiter. Jetzt wollen wir das also beheben, und zwar erstens sollen keine Token Recognition Errors mehr kommen, das soll funktionieren, und zweitens sollen natürlich alle unsere Tests wieder tun. Um jetzt die Unterstützung für unsere Println-Funktion hinzuzufügen, müssen wir unsere Grammatik erweitern. Holen wir die also wieder raus und fügen eine neue Println-Regel ein. Die sieht dann so aus, dass zuerst einmal der Begriff Println kommt mit einer sich öffnenden Klammer, dann kommt eine Addition und dann schließt sich die Klammer wieder. Diese Addition, die merken wir uns hier auch noch als Argument. Dann ist die Regel hier wieder zu Ende. Und jetzt müssen wir nur noch einbauen, dass diese Regel auch aufgerufen werden kann. Dafür füge ich jetzt hier oben noch einfach eine generelle Regel Program ein. Die soll einfach unser gesamtes Programm beschreiben und zu unserer neuen Startregel werden. Nicht mehr wie bisher die Regel Addition, die wir als alleinige Regel und damit auch als Startregel verwendet haben. Und die besagt jetzt, es kann ein Println kommen, aber nicht nur einmal, sondern auch beliebig häufig und immer mit einem Semikolon dahinter. Das heißt, hier kommt dann ein Semikolon
Und der Teil darf jetzt beliebig häufig vorkommen. Einmal sollte aber schon vorkommen, leeres Programm ist langweilig. Dann speichern wir das und generieren unsere Grammatik neu. Dafür gehen wir wieder auf die Konsole, gehen in unseren Ordner mit der Grammatik und führen das AntlerJar wieder aus mit unseren üblichen Parametern. Gehen wieder auf Eclipse, drücken einmal F5 und haben jetzt für unseren Visitor neue Methoden, die wir implementieren werden. Also eigentlich ist es nur eine neue Methode für uns, nämlich die VisitPrintline-Methode. Die füge ich dann hier ein. Ja, und was gibt die zurück? Das ist nämlich der Teil, den wir bis jetzt in unserer Main-Klasse hier hatten, mit dem getStatic und den invokeVirtual für das Printline. Den kopiere ich jetzt also hier erstmal als Template einfach heraus und schreibe den hier mit einem Return rein. Und die Instructions, die wir hier in der Mitte haben, die kriegen wir jetzt raus, indem wir den Kontext.Argumentknoten uns ansehen und den durchgehen. Schauen wir uns an, was hier passiert. Das getStatic holt uns also nach wie vor wieder das System.out auf den Stack. Dieses Kontext.Argument, wenn wir das mit der entsprechenden Visit-Methode aufrufen, dann kommt hier eine Reihe von Instruktionen zurück, die am Ende ein Integer auf dem Stack zurücklassen sollten. Dann haben wir also System.out auf dem Stack, ein Integer auf dem Stack und dann können wir die Printline-Methode aufrufen und die Zahl wird ausgegeben. Dann gehen wir zurück auf unsere Main-Methode, denn den Teil hier brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Das getStatic brauchen wir nicht mehr und das invokeVirtual brauchen wir hier nicht mehr, denn das ist ja jetzt in unserem Visitor enthalten. Den ganzen Rest brauchen wir allerdings schon noch. Jetzt müssen wir noch hier unsere Additionsmethode anpassen. Das muss jetzt nämlich Program sein, denn ich habe ja das als Startregel ausgetauscht. Der Parser soll jetzt mit Program anfangen und nicht mehr mit Addition. Und dann können wir unsere Tests mal laufen lassen. So, wie ihr seht, die Tests funktionieren, aber es gibt noch einen Token Recognition Error bei dem Leerzeichen. Schauen wir uns mal an, wo das herkommt. Gehen wir auf unserem Test und das einzige Leerzeichen, was wir haben, ist hier. Das ist schnell gefunden. Ja, warum ist das ein Token Recognition Error an der Stelle? Naja, klar, ganz einfach, wir haben hier nirgendwo ein Leerzeichen erkannt. Eigentlich interessieren uns Leerzeichen auch nicht wirklich. In den meisten Programmiersprachen sind das lediglich Trennzeichen, um zwischen zwei Tokens einen Trenner einzufügen, aber danach sind sie wertlos. Was wir jetzt hier also machen können, ist eine Whitespace-Regel einführen. Und diese Whitespace-Regel soll uns Leerzeichen, Tabs, Line-Feeds und Carriage-Returns in beliebiger Menge einfach wegschmeißen. Dafür können wir hier als Lexer-Befehl einfach reinschreiben File skip und dann werden diese Whitespaces, also diese alle hier, einfach ignoriert. Da müssten wir wieder aus unserer Grammatik unseren Parser und Lexer neu generieren. In Eclipse einmal bei unserem Parser auf F5 drücken und dann unseren Test wieder laufen lassen. Wie ihr seht, jetzt gibt es keine Token Recognition Errors mehr. Das Leerzeichen wurde ganz normal ignoriert und zwar nicht als Error, sondern diesmal mit Absicht. Jetzt möchte ich euch noch einmal den aktuellen Baum für das Printline 1.2 hier zeigen. Dafür kopieren wir uns diesen Code hier, gehen auf die Konsole. Da bin ich jetzt in Workspace in unserem Parser-Projekt. Und wenn ihr hier mal reinguckt, hier ist das Bin-Verzeichnis. In dem Bin-Verzeichnis, das hat Eclipse angelegt, da sind unsere kompilierten Class-Files mit dem Lexer und dem Parser drin. Und ich habe auch schon mal das Testrig-Kommando vorbereitet. Ihr habt jetzt hier mit im Class-Path das Verzeichnis Bin statt dem Punkt, weil jetzt hier im Verzeichnis Bin die Class-Files liegen und nicht im aktuellen Arbeitsverzeichnis. Der Teil hier ist gleich wie vorher.
Hier allerdings vor die Grammatik, das war früher einfach nur Demo, jetzt steht da auch noch der ganze Package-Name vor. Dann die neue Startregel, die ja jetzt nicht mehr Addition ist, sondern Program. Und ich nehme hier -ps, um eine PostScript-Datei zu generieren. Ihr könnt natürlich wieder direkt -GUI nehmen bei euch. Dann führen wir den Befehl aus. Jetzt habe ich keine code.demo-Datei übergeben, deswegen liest er von stdin. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier den kopierten Quelltext einfügen. Dann drückt ihr auf Linux STRG D und auf Windows STRG Z und Enter, um ein EOF zu senden, um dem Testrig mitzuteilen, dass der Input hier zu Ende ist. Dann gucken wir uns den generierten Baum nochmal an. So sieht er jetzt aus. Er ist schon ein klein bisschen größer geworden. Unser Programm mit 2 Printline-Statements und beide Printline-Statements bestehen aus jeweils einem Printline-Aufruf, einer Addition, und die Addition wiederum besteht hier unten aus einer Zahl. Wir haben gelernt, wie wir einen Printline-Befehl in unsere Sprache einbauen können und wie wir mehrere Aufrufe unterstützen. Außerdem haben wir gelernt, wie wir Whitespaces ignorieren. In den nächsten Videos erwarten uns Variablen, Schleifen, Bedingungen, Funktionen und vieles mehr. Was wollt ihr als nächstes sehen? Schreibt mir eure Wünsche in die Kommentare. Natürlich freue ich mich auch generell über Kommentare mit eurem Feedback, Fragen und Vorschlägen, sowie natürlich Daumen und Abos. Vielen Dank an Garderol, der mir für die Aufnahmen sein Studio zur Verfügung stellt. Euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Build a Compiler.